Der herrliche Höhenweg des Walenpfad und interessante Schneefelder sowie ein super Aussichtsgipfel mit knapp 3000 Metern erwarten uns bei der Umrundung der Walenstöcke bei Engelberg. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Unsere 3-Tagestour beginnt mit dem Sessellift der Brunibahnen bei Engelberg. Nach dem Umstieg bei der Bergstation Ristis fahren wir hinauf bis zur Brunihütte auf etwa 1850 Metern, wo unsere Wanderung auf dem Walenpfad beginnt. Offiziell beginnt der Walenpfad an der Bergstation Ristis und führt über 250 Höhenmeter bergauf direkt zur Brunihütte. Diesen Abschnitt haben wir wie gesagt eingespart. Unsere Wanderung auf dem Walenpfad führte über gut 3,5 Gehstunden von der Brunihütte zur Grützhütte am Bannalbsee bei etwa 400 Höhenmetern im Anstieg und 550 Höhenmetern im Abstieg. Nach dem ersten Teilstück der Wanderung mit saftigen Almwiesen und wunderbaren Ausblicken führt die Route uns durch ein kleines Waldstück, in dem wir von einer Kuhherde begleitet werden. Im Anschluss nach einer guten Gehstunde erreichen wir auch schon die Walenalb. Dort bietet sich ein toller Ausblick in Richtung Norden, Richtung Mittelland, aber auch auf die nahegelegenen Walenstöcke. Da wir an der Brunihütte kurz zuvor bereits ein kühles Getränk genossen haben, verzichten wir bei der Walenalb ausnahmsweise auf die Einkehr. Auf die Walenalb folgt nun der steilste Wegabschnitt des Tages. Es geht gut 300 Höhenmeter bergauf zum Waleck, die von den steil aufragenden, beeindruckenden Felswänden des Walenstocks geprägt sind. Am Waleck auf etwa 1950 Meter wartet wieder ein toller Ausblick in Richtung Flachland im Norden, aber auch entlang der Felswände, unterhalb derer unser Weg nun weiterführen wird. In Fortsetzung unserer Wanderung entlang der spektakulären Felswände öffnet sich schon bald der Blick in Richtung der Alpe Oberfeld und hinunter zum heutigen Tagesziel, dem Bannalbsee. Die Alpe Oberfeld auf etwa 1820 Meter bietet neben der spektakulären Lage, die zur Einkehr praktisch verpflichtet, auch die Möglichkeit der Übernachtung in einer kleinen Ferienwohnung, aber auch einige Produkte aus Eigenproduktion, insbesondere Ziegenfleisch und Ziegenkäse. Von der Alpe Oberfeld ist es eine gute Gehstunde zu unserem heutigen Tagesziel, der Grützhütte, die sich gut 120 Höhenmeter oberhalb vom Bannalbsee befindet. Von Oberrickenbach im Tal führt eine Seilbahn hinauf direkt zur Grützhütte, was die Einkehr dort, aber auch natürlich den Ausflug zum Bannalbsee zu einem schönen Tagesausflug macht. Uneingeschränkt weiter empfehlen wir gerne die Grützhütte, deren herzliche Gastgeberin uns unter anderem mit leckeren Alpenmakronen und feinem Kuchen verwöhnt hat. Auf der Karte in grün seht ihr nochmal die Route unseres heutigen Tages auf dem Walenpfad. Mit dem Blick zurück auf die grandios gelegene Grützhütte beginnt unser zweiter Wandertag. Der Walenpfad des ersten Tages liegt nun hinter uns und unsere Route des zweiten Tages wird uns über das Rotgrätli hinüber zur Rockhubelhütte führen. Das erste Teilstück des Tages besteht aus dem Anstieg zum Bannalber Schoneck, was mit einer Gehzeit von etwa 1,5 Stunden und 550 Höhenmetern im Anstieg verbunden ist. Wir wandern auf einfach und gut zu gehenden Wegen, die einem wunderbare Blicke zurück auf den Bannalbsee bieten, aber auch malerische Blumenwiesen. Am Bannalber Schoneck auf 2250 Meter erwartet uns dann ein wunderbarer Ausblick in Richtung Osten. Die Route führt weiter bei leichtem Auf und Ab durch schrofferes Gelände mit viel Geröll, aber auch zahlreichen Schneefeldern, Hinterlassenschaften des schneereichen Frühjahrs 2024, die auch Ende Juli während unserer Wanderung noch reichlich vertreten sind. Inzwischen haben wir das Rotgrätli, das Joch, das uns hinüber zur Rockhubelhütte führen wird, im Blick. Dabei nimmt der Schnee auf der Route immer mehr zu, insbesondere die letzten 150 Höhenmeter steil hinauf zum Rotgrätli sind komplett schneebedeckt. Bei diesen Wegeverhältnissen ist es praktisch, Grödel dabei zu haben, insbesondere im Zusammenspiel mit Wanderstöcken machen die einem das Leben deutlich leichter. Mit einer Gehzeit von etwa 3 Stunden von der Grützhütte aus erreichen wir nun das 2559 Meter hohe Rotgrätli.
Hier bietet sich ein toller Ausblick unter anderem in Richtung des 3238 Meter hohen Titlis, Ausberg von Engelberg, der sehr gut mit Seilbahn erschlossen ist und daher auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel ist. Vom Rotgrätli könnte man nun direkt zur Ruhkuppelhütte, dem Tagesziel, in einer guten Dreiviertelstunde weiter wandern. Gleichzeitig gibt es zwei Gipfelziele, den Engelberger Rotstock und den Wissigstock. Wir entscheiden uns für letzteren, was mit einer Gehzeit von einer starken Stunde vom Rotgrätli bis zum Gipfel verbunden ist. Nach dem Aufstieg über einige Schneefelder und zahlreiche geröllige Abschnitte erreichen wir den 2887 Meter hohen Gipfel des Wissigstock. Es erwartet uns ein grandioses Panorama, natürlich ein wunderbarer Ort für einen Gipfelschluck. Heute mit der badischen Fraktion in Blau, mit leckerem Quellfrisch und der Konkurrenz aus der Landeshauptstadt Stuttgarter Hofbräu. Ein friedliches gemeinsames Gipfelbier zum Wohl. Mit Blick auf den Engelberger Rotstock, der Gipfelalternative zum Wissigstock, beginnt unser Abstieg. Der Rotstock wäre mit einer Gehzeit von 15 Minuten weniger verbunden gewesen. Gleichzeitig ist der Gipfel etwa 70 Meter niedriger und besitzt einen steilen Anstieg auf losem Material, sodass wir uns schlussendlich für den Wissigstock entschieden hatten. Sehr zutraulichen Murmeltieren begegnen wir noch auf dem Weg zum Tagesziel der Ruhkuppelhütte auf 2290 Metern, das wir schließlich nach einer Gesamtgehzeit von etwa 5,5 Stunden erreichen. Dort erwartet uns neben der schönen Abendröte des ausklingenden Tages der Blick hinüber zum Titlis, aber auch hinunter nach Engelberg. Auf unserer Übersichtskarte in grün dargestellt seht ihr noch einmal die Route unseres zweiten Wandertages. Am dritten Tag geht es nun noch daran, die Runde um die Walenstöcke zu vollenden. Von der Ruhkuppelhütte sind es lediglich 2 Gehstunden zurück zur Brunihütte. Nach 2 Tagen mit praktisch perfektem Bergwetter ziehen am dritten Tage doch einige Wolken auf, die die Sicht teilweise erheblich einschränken. So oder so, hinter uns liegt eine tolle Hüttentour mit der Umrundung der Walenstöcke. Highlights waren definitiv der grandiose Höhenweg des Walenpfad, die interessante Überschreitung des Rotgrätli und der super Aussichtsberg Wissigstock. Dazu kommt die weiter zu empfehlende Einkehr in der Grützhütte bei Isabella. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein. Zum Beispiel Alpsteinrunde in 2 Tagen mit der Überschreitung des Sentis. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.